Wann wurde Viktor Schauberger von Adolf Hitler das erste Mal kontaktiert? Wir brauchen eine andere Technik, eine Biotechnik. Wer wurde zu den Messerschmitt-Werken in Augsburg eingeladen? Viktor Schauberger und einige seiner Mitarbeiter. Viktor Schauberger hat also damals Versuchsreihen gemacht. Das hat also irgendwie für Messerschmitt einen bestimmten Hintergrund gegeben. Ja. Firma Messerschmitt damals. Ja. Die Situation, dass ich gesagt habe, sehr schön, diese Versuchsreihen scheinen unter Umständen auch wiederum in eine völlig neue Energiestraße zu führen. Er war angeschrieben, ja, er wäre der größte Gegner gegenüber der konventionellen Technik. Ja. Und das muss unter allen Umständen unterbunden werden. Nach Amerika geholt. Wann und zu was? Ein Gerät, also die sogenannten Impulsionsmaschinchen. Wir glauben, dass wir mit einem anderen Energieträger auf der Basis von Viktor Schauberger können wir also Energie einspeichern in jeder Menge. Ja. Es darf nur mehr von den Amerikanern in den Griff genommen werden. Mit den verschiedensten Ingenieuren. Und dort war dann ein Versuch, der also wirklich schlagartig etwas zeigte, dass also ein schwerer Gegenstand nach oben gejagt worden ist. Was damals in Ägypten passiert ist. So, hier wird interviewt der Sohn von Viktor Schauberger, der Walter Schauberger. Und der ist geboren am 26. Juli 1914. Und er war auch im Krieg sehr aktiv gewesen. Er ist 1938 zum Wehrdienst gekommen und dann in den Kriegseinsatz geschickt worden. Und ist im September 39 stark verwundet worden. Da hat man ihm sogar ein Bein amputiert. Also er hat auch ziemlich viel erlebt. Und er ist ein direkter Nachkomme von Viktor Schauberger. Das heißt, sein Vater wird ihm die meisten Informationen gegeben haben. Und alles, was wir bis jetzt gehört haben, war eine Überlieferung von der Überlieferung von der Überlieferung. Ja, und hier haben wir wirklich die Urquelle vor uns. Und da hören wir mal rein, das ist spannend. Wann wurde Viktor Schauberger von Adolf Hitler das erste Mal kontaktiert? Das war im Juni 1934, entschuldigen Sie, 1934. Also 1934 ist man schon auf Viktor Schauberger und seine Forschung aufmerksam geworden. Und er wurde in die Reichskanzlei eingeladen von Adolf Hitler. Jetzt überlegt euch das mal. 1941 hat er seine ersten Patente angemeldet, so heißt es offiziell. Viele davon waren geheim. Das heißt, die ganzen Jahre vorher wird er schon Unterstützung erhalten haben und konnte seine Forschung durch Fördermittel quasi aufbauen und dadurch wurde ihm ermöglicht, an dieser Technologie weiter zu forschen und zu entwickeln. Also sehr, sehr interessant, dass er schon so früh tatsächlich mit der Führung oder mit der Politik damals in Verbindung stand. Juni 1934. Wenige Wochen vorher war der Röhmputsch. Wohin wurde Herr Viktor Schauberger eingeladen? Und was wurde dort besprochen? Er war Gast des Reichskanzlers und wurde gebeten, in die Kanzlei zu kommen, zu ihm, in die Reichskanzlei, um mit ihm manche Fragen, die er gerne wissen wollte, um diese Fragen möglichst exakt zu beantworten. Situation, abgesehen von dem Vorgespräch, dass er, so auch Viktor Schauberger, beide Oberösterreicher seien, ja, hatte ja ein bisschen Landsleute, aber ich habe sie geholt, um von ihnen einige Dinge zu erfahren, die mir zugespielt worden sind. Mein Vater kam. Also Hitler wollte von Schauberger Dinge erfahren, die ihm zugespielt wurden. Und da könnt ihr mal sehen, dass Hitler gut vernetzt war und dass da viele seiner Berater im Hintergrund operiert haben, wo bis heute keiner weiß, wer diese Leute waren, die ihm das haben zukommen lassen. Er war da sehr interessiert dran, gerade an diesen alternativen Technologien. Also es ist schon interessant, das kam nicht von offizieller Stelle an Hitler ran, sondern von einer ganz anderen Stelle. Und wenn diese Stellen da schon damals
in alle Richtungen Ausschau gehalten haben, ihre Antennen ausgefahren haben, was gibt es an Technik, was könnten wir weiterentwickeln, was ist vielversprechend. Da möchte ich nicht wissen, was diese Menschen noch alles herausgefunden haben, wo irgendwer an irgendwas forscht und das weltweit, was vielleicht einen Nutzen bringen könnte. Ne? Das ist auch schon sehr bezeichnend. In die Reichskanzlei. Dort wurden die protokollarischen Dinge festgelegt. Und es war an sich festgelegt worden, das Gespräch würde 10 Minuten dauern. Und innerhalb von diesen 10 Minuten wünsche der Reichskanzler manche Dinge von ihm zu hören. Ja. Was ist sein Plan? Was ist sozusagen sein Hintergrund? Und er sagte, ja, die Situation habe ich begriffen. Ich vertrete eine Technik, die mit der Natur wieder in Übereinstimmen kommen muss. Das ist mein Plan, das ist also meine Vision und das ist die Aufgabenstellung, die ich vertrete. Und dann kamen die beiden Herren, ein Herr Kepler mit 2 Paula und ein Melon. Das waren die Reichsbeauftragten des Führers und des Reichsmarschalls. Ja, und wurde hinzugezogen nach ungefähr einer Stunde. 10 Minuten Redezeit waren veranschlagt. Viktor Schauberger war über eine Stunde oder knapp eine Stunde bei Hitler gewesen. Und dann erst kamen diese beiden Reichsbeauftragten dazu. Heute wird ja immer gesagt, das wird gerne und viel tatsächlich wiedergegeben, dass Viktor Schauberger bei Hitler war. Das wird gar nicht abgestritten, dass er da eingeladen wurde. Aber dass er nach also die Zeitspanne ist zwischen 5 und 10 Minuten von Hitler rausgeschmissen wurde, weil er ihn für einen Scharlatan gehalten hat. Jetzt sagt der Sohn von Viktor Schauberger aber was ganz anderes. So, und jetzt müssen wir erstmal drauf gucken, wem können wir denn mehr vertrauen? Den Leuten, die das überliefert bekommen haben? Oder seinem direkten Nachkömmling, also seinem Sohn, mit dem er wahrscheinlich relativ offen über viele Dinge gesprochen hat. Also hier beißt sich erst einmal die offizielle Geschichte mit dem, was hier der Walter Schauberger wirklich zu sagen hat. War die Situation, dann kamen die beiden Beauftragten und Hitler hat dann ganz kurz und bündig gesagt, ich habe diese Dinge mit dem Wildmeister Schauberger besprochen. Sein Grundplan oder sein Grundgedanke finde ich großartig. Ja? Wir brauchen eine andere Technik und Herr Wildmeister, Sie sagen ja, wir brauchen eine andere Technik, eine Biotechnik. Wir brauchen eine andere Technik, eine Biotechnik. Also man muss dazu erwähnen, Hitler war ein sehr naturverbundener Mensch. Er war Vegetarier und hatte stets nach neuen Entwicklungen gesucht, die im Einklang mit der Natur stehen. Also er hatte das erste, da habe ich einen Bericht drüber gelesen, was er 1933 verabschiedet hat, also als er quasi die Macht ergriffen hatte, ein Naturschutzgesetz. Das war wohl seine erste Amtshandlung damals gewesen. Jetzt ist es auch nicht verwunderlich, dass Hitler genau nach diesen Sachen gesucht hat, also Alternativen zu den Verbrennungsmotoren oder zu der damaligen Technologie, nämlich eine Technologie hat er gesucht, die mit der Natur im Einklang steht. Also auch hier finden sich erstaunliche Parallelen tatsächlich wieder. Ja, er sprach jetzt ja kurz, ja. Gut, das war die Situation und die beiden Reichsbeauftragten waren gekommen. Vorher hat Viktor Schauberger aber den Hitler gesagt, übrigens, ich sage Ihnen, Ihr Ende ist 1945, bevor die beiden Reichsbeauftragten kamen. Ja. Er sagte übrigens, ich muss Ihnen das sagen. Ja. Mag sein, dass das von mir nur eine Vision ist, aber ich muss Ihnen sagen, 1945 ist Ihr Ende. Weil er begann ja mit der ganzen Sache. Also von Viktor Schauberger, und er hat das ja auch selber zu Lebzeiten gesagt, er ist ein Visionär. Das hat man ja auch gesehen an seiner Forschung und Technik, dass der Visionen hatte und versucht hatte, diese umzusetzen. So, und jetzt gehen wir einfach mal davon aus, Hitler war Okkultist und Hitler war ja auch Esoteriker und er glaubte an sowas. Also er hat auf Seher und Visionäre und so vertraut. Jetzt hat Viktor Schauberger ihm das gesagt und er hat sich das angenommen tatsächlich. Hat das im Hinterkopf behalten und hat dann auch irgendwann seine Generalität, hat er wahrscheinlich relativ offen mit ihm darüber gesprochen, dass das Ende auch, also dass der Krieg irgendwann 1941, 42 nicht mehr zu gewinnen war. So, und wenn er sich das wirklich noch im Hinterkopf behalten hat und dann gesagt hat, pass mal auf, das ist nicht zu gewinnen, also meine Generalität sagt das, meine Seher und Visionäre haben das gesagt, ist es deswegen so, dass man genau in solche Forschung so viel Geldmittel und so viel Ressourcen reingesteckt hat, weil Hitler ja damals schon wusste, dass er
er, beziehungsweise das Dritte Reich oder dieses tausendjährige Reich, was er aufbauen wollte, irgendwo im Exil erst weitermacht. Vielleicht hat man so viel Energie wirklich reingesteckt an die Basis 211, also am Südpol in der Antarktis, Neuschwabenland. Hat es damit zu tun, also dass Hitler wusste, dass der Krieg nicht zu gewinnen ist und dass man den auf eine andere Art und Weise dann weiterführt? Das Reich seine Regierung exiliert in die Basis 211 und nach Südamerika und wo nicht sonst noch überall hingegangen. Es ist schon interessant, dass der Walter Schauberger das nochmal mit in das Interview einbringt, dass sein Vater Adolf Hitler das persönlich gesagt haben soll. Aber ich muss Ihnen sagen, 1945 ist ihr Ende. Ich bin angetreten, das Dritte Reich zu bauen, ein tausendjähriges Reich zu bauen. Aber ich glaube, das wird nicht für Sie möglich sein. Das schaffen Sie nicht. Kurz vor den Eintreffen der beiden Reichsbeauftragten gab Hitler oder Reichskanzler gab dann praktisch die Order an die zwei Reichsbeauftragten von Hermann Göring Plan. Herr Viktor Schauberger, Sie werden das mit den beiden Herren besprechen und morgen oder spätestens übermorgen wird ein zweites Gespräch stattfinden müssen. Und sagte den beiden Reichsbeauftragten, der Plan ist für mich faszinierend. Ja? Wir Deutschen werden eine Biotechnik in Szene bringen. Wurde entlassen. Das heißt, also ging mit den beiden Herren und Hitler sagte sehr schön zu den beiden Herren, ja, ich habe Ihnen schon etwa gesagt, was zu tun ist und Sie, Herr Wilbarter, sprechen dann mit den beiden Herren und morgen oder übermorgen kommt das nächste Gespräch. Ja? Aber zuerst möchten Sie haben, dass Sie sagen, wo liegen die einzelnen Schritte. Ja, das hat er damals vollzogen. Er kam also, machen wir es normal geredet, ja, war eine Situation, dass mein Vater ging dann nach 45 Stunden gemeinsam mit den beiden Reichsbeauftragten hinaus. Das große Tor, die Reichskanzlei wurde zugemacht, ja, und also war Ende, ja, und draußen gab es den ersten Knall. Ja. Denn plötzlich sagten die beiden Reichsbeauftragten, sagen Sie, wie sind Sie, Herr Weltmeister, zum Führer gekommen? Also er redet sehr detailliert. Ne? Hinter ihm ging die Reichskanzlei wurde verschlossen, er ging mit den beiden Reichsbeauftragten raus und dann ging das Kompetenzgerangel los. Also die beiden Reichsbeauftragten waren dafür ja zuständig und sie fühlten sich offensichtlich übergangen und hatten überhaupt gar keine Ahnung davon, dass der Wildmeister Viktor Schauberger beim Führer war und dass der da eine Forschung hat, die den Führer, so wie er das da sagt, beeindruckt. Also damals war er da noch der Reichskanzler. Das Kompetenzgerangel. Die beiden Herrschaften fühlten sich übergangen. Das ist so typisch deutsch, typisch, ja, menschlich könnte man schon fast sagen. Durch diese Kompetenzen, falsch verstandene Kompetenzen oder dieser Stolz, dadurch gingen schon ganze Schlachten verloren. Also historisch gesehen auf die Menschheitsgeschichte. Weil der eine meint, ich habe aber mehr Kompetenzen und meine Kompetenz wurde da übergangen, ich wurde nicht in Kenntnis gesetzt. Das findet bis heute statt. In allen politischen Ämtern, in allen wirtschaftlichen höchsten Positionen, das ist überall so. Ja, also es zeugt einfach davon, dass er tatsächlich sehr detailliert das wiedergibt, was sein Vater ihm damals gesagt hat. Also es macht das Ganze sehr authentisch. Da hat mein Vater sehr etwas sonderbare Antwort gegeben. Sagte, ich bin nicht durchs Fenster eingestiegen. Wer wurde zu den Messerschmitt-Werken in Augsburg eingeladen? Viktor Schauberger und einige seiner Mitarbeiter. Viktor Schauberger hat also damals Versuchsreihen gemacht. Das hat also irgendwie für Messerschmitt einen bestimmten Hintergrund gegeben. Ja. So, also der hat schon mit Messerschmitt damals zusammengearbeitet. So, und ihr kommt tatsächlich nicht irgendwo in diese Flugzeugindustrie oder an den Hersteller Messerschmitt dran, wenn in eurer Erfindung oder Entwicklung und Forschung, wenn das ins Leere laufen würde, also wenn da nichts dahinter ist. Das heißt, die hatten natürlich damals wirtschaftliche Hintergründe, die wollten ja ihr Produkt auf den Markt bringen, gute Produkte auf den Markt bringen. Und da werden die bestimmt nicht mit einem, ja, nennen wir es mal Scharlatan zusammenarbeiten. Also dementsprechend vielversprechend war Viktor Schaubergers Forschung, sonst hätte der mit Messerschmitt jetzt nicht zusammengearbeitet. Wäre da eingeladen worden und hätte mit denen darüber gesprochen und hat mit denen dann sogar zusammen irgendwas entwickelt. Und da wurde er eingeladen, solche Versuchsreihen gemeinsam mit Messerschmitt in
Augsburg durchzuführen. Was sollte der Hintergrund dieser Versuche sein? Wiederum, wie kann man aus einem Energieträger Wasser, dann gab es also die zweite Situation, dass bei diesen Einrollgeschehen gab es auch Energieäußerungen, die in entsprechende Hitzegrade gingen. Und da war einfach von Messerschmitt, von der Firma Messerschmitt damals, die Situation, dass sie gesagt haben, sehr schön, diese Versuchsreihen scheinen unter Umständen auch wiederum in eine völlig neue Energiestraße zu führen. Also diese Versuche, so hat Messerschmitt das damals erkannt, scheinen in eine völlig neue Versuchsstraße zu führen. Sind wir da bei der freien Energie? Ist das der Grund, warum diese Energien bis heute abgestritten werden, warum diese Energien oder Technologien unterdrückt werden, weil sich damit gar nicht so viel Geld verdienen lässt? Ist es eventuell so? Also wir alle wissen, dass viele Patente bei großen Herstellern in irgendwelchen dunklen Schubladen verschwunden sind, die für viel Geld gekauft wurden, weil man sagt, wenn diese Patente auf den Markt kommen und irgendwer vermarktet das, stellt das her, dann sind wir pleite. Also die Industrie guckt immer ganz genau darauf, was es für Patente gibt, welche angemeldet werden. Und vielversprechende Patente kaufen die für viel Geld auf. Entweder nehmen sie selber, stellen das dann her, patentiert, oder sie verschwinden einfach. Vielleicht ist das ein Grund dafür. Vielleicht ist das, was Viktor Schauberger entwickelt hat, eine freie Energiequelle, womit man nicht so viel Geld verdienen kann. Ähnlich wie Nikolai Tesla beispielsweise. Wie es dann weitergelaufen ist, das war dann, aber Sie dürfen nicht vergessen, das steht ja auch da drinnen, dass in dieser Zeit schon viel Unruhe war im Dritten Reich, so dass also nur mehr, oder zum Beispiel, er musste dann ins Sudetenland, war wiederum so eine Firma, die auch gesagt haben, machen wir parallel die Geschichten, aber das sind dann also Dinge gewesen. Also im Sudetenland war auch eine Firma, die haben parallel sowas gemacht. Jetzt ist das Sudetenland, das ist jetzt im Bereich Tschechien und es grenzt an Prag. Da, wo man damals die Flugscheiben laut Augenzeugenberichten gesehen hat und wo sie hergestellt worden sein sollen. Ja, also hat es da auch irgendeine Firma gegeben, die nicht weiter benannt wird, die parallel an sowas gearbeitet hat. Also es ist auch schon interessant, welche kleinen Details hier wieder ans Licht kommen. Die schon langsam in Richtung Ende Drittes Reich geführt haben. Da war schon die Nervosität. Also ich kannte persönlich den Messerschmitt selbstverständlich genauso wie den Heinkel, weil wir viel mit ihm gemeinsam zu tun hatten als Koordinator. Aber wie gesagt, das sind alles schon. Also er kannte den Messerschmitt auch und Heinkel. Von den auch der Flugzeughersteller Heinkel. So, und auch da haben sie mitgemischt, die Schaubergers. Das kommt alles nicht von ungefähr. Wenn sie keine führenden Köpfe wären und gute Ideen gehabt hätten, dann wären sie auch an diese Leute gar nicht rangekommen. Und Situationen gewesen, wo die Sorge war, wir werden wahrscheinlich den Krieg verlieren. Wissen Sie, was Messerschmitt vorgehabt hat zu entwickeln? Ja, man glaubte, dass man mit diesem Energieträger Wasser einen Energieplan, heute würden wir das kurz fassen, kann man sagen, sehr schön, es gibt das Wasserstoffenergiekonzept. Wasser der größte Träger, der Energieträger. Was geschieht, wenn wir praktisch in den sogenannten Bereich, das ist heute ein heißes Problem, was ist im Wasser und mit dem Wasserstoff möglich? Das Wasserstoffenergiekonzept. Sie brauchen es nur quer durchschauen, ganz wurscht, ob Sie in Amerika waren. Das ist nach wie vor der Hintergrund. Morgen oder übermorgen haben wir ein völlig neues Wasserstoffenergiekonzept. Also das Wasserstoffenergiekonzept, überlegt euch mal, das war jetzt, wenn ich ihm so folgen kann, weil sie sagten, man hatte Angst davor, dass der Krieg schon verloren war, das heißt Anfang der 40er Jahre. Und da war man schon auf der Wasserstoffbasis und hatte das nach vorne treiben wollen. Wo man heute gerade erst angekommen ist. Also mit Wasserstoff laufen diese Experimente. Teilweise haben sie sogar schon ein frühes Stadium der Serienreife erreicht. Aber überlegt euch mal, das war in den 1940er Jahren. Also da hatte man tatsächlich schon diese Ideen gehabt. Und dann ist das komischerweise in irgendwelchen dunklen Schubladen verschwunden, offensichtlich durch die Amerikaner erbeutet, die das dann haben auch als geheim eingestuft und dann haben sie wahrscheinlich erstmal für ihre militärische Forschung das Ganze genutzt. Man sagt ja, militärische Forschung ist der zivilen Forschung, also militärische Entwicklung und Forschung ist der zivilen Entwicklung und Forschung 10 bis 40 Jahre im Voraus. Und damit sind wir von all den Energiesorgen frei. Ja, das ist aber eine Sache, die teilweise
in Ansätzen da ist. Sie brauchen nur mal von mir zu Mercedes gehen, Sie können zu Philips gehen und so weiter, arbeiten die auf der gleichen Richtung. Was war das Ziel der Wasserexperimente? Viktor Schauberger hat an sich in den Jahren zuvor, vorwiegend mit dem Energieträger Wasser, eine ganze Reihe von Untersuchungen durchgeführt. Bis zu einem Ergebnis, wo er sagte, jetzt stehe ich am Rande. Er sagte, es wäre doch an sich richtiger, wenn du dich von der Technischen Hochschule als Assistent verabschiedest und gemeinsam nach einem Vorgespräch mit Julius Streicher, dem Frankenführer, und der wiederum in Zusammenhang mit den Dingen, die damals gelaufen sind, mit Rudolf Hess, als geheißen, Schauberger bekommt ein Labor und er soll dann diese verschiedenen Dinge auf eine höhere Ebene bringen. 3 Monate zuerst mit konventionellen Methoden und die brachten kein Ergebnis. Und mein Vater war teilweise dann in Nürnberg und war immer etwas ärgerlich. Sagt einfach, du mit deinem experimentellen Bereich und so weiter, mit der normalen Schulphysik, hast auch nichts in die Welt gebracht. Und dann war es der zweite Schritt, dass ich gesagt habe, sehr schön. Dann habe ich also mein Lehrgeld zurückgegeben und sagte, mit den konventionellen physikalischen Messmethoden kommt nicht das Ergebnis, das eigentlich erwartet worden ist. Und bin total umgestiegen und habe gesagt, nein, nicht Quantität ist entscheidend, sondern Qualität. Da war mit den verschiedensten Düsen, mit verschiedener Menge, wurden dann eben, wie man das normal macht in der Experimentalphysik, dass man Versuchsreihen macht. Und das Ergebnis war einfach für mich toll, dass je weniger, umso größer war die Information. Also nicht mehr Menge, sondern, und die Wasserfäden waren dann so groß, dass ich nehme jetzt ein Haar, und je kleiner gerade das noch ein Durchlauf möglich war, umso größer war die Information und es wurde also praktisch, damals hat es geheißen mit dem Elektroskop von Exner, hat es geheißen 200, 300 statische Volt. Das wäre das Tollste, was man erreichen könnte. Ja, und im Laufe dieser Entwicklungen und in diesen Versuchsreihen waren wir dann plötzlich raufgegangen bis auf 2000 Volt. Statische Volt. Also erst war es nicht möglich oder mehr ist nicht möglich und die Schaubergers haben dann durch ihre Experimente das Gegenteil bewiesen. Ja, ist aber auch schon sehr interessant, dass sie da nicht locker gelassen haben und wirklich daran weiter geforscht haben. Weil ich bin wirklich mal gespannt, wo das hinführt und wie weit sie wirklich kam. Wenn für uns mal alle Archive und alles öffnet, dann werden wir, wahrscheinlich wird es uns dann wie Schuppen von den Augen fallen und warum haben wir das denn früher nicht gesehen oder erkannt? Bei dieser Maschine, bei diesem Heimkraftwerk, irgendwie der Nebeneffekt war ein Licht. Licht, muss ja auch kommen. Ist das passiert beim Versuch? Muss ja kommen. Wir haben also Wasserfahrtenversuche gemacht und so weiter, wo plötzlich ein Licht da war, das man normalerweise nicht hat. Also bei diesem Versuch war ein Licht da, was man normalerweise nicht hat. So, jetzt gucken wir mal auf die geheime Entwicklung im Dritten Reich. Was war da, was große Lichtemissionen erzeugt hat? Richtig, die Glocke. Ne? Dieser ultrageheime Antrieb, der bis heute wo gesagt wird, das ist Fiktion, andere wiederum sagen, den hat's gegeben. Also keiner weiß genau, was es mit dieser Glocke auf sich hat. Die Glocke soll unter anderem für Zeitreisen da gewesen sein. Also damit sollte man Zeitreisen unternehmen. Sie konnte die Zeit beeinflussen. Andere wiederum sagen, sie war ein eigenständiges Fluggerät. Und andere wiederum sagen, das war halt nur der Antrieb für ein Fluggerät. So, und die Amerikaner haben damit ja auch, also gibt es diesen Zwischenfall in Kecksburg, diese Glocke von Kecksburg, weil die hat erstaunlich große Ähnlichkeit zu dem, was die Nationalsozialisten damals entwickelt haben wollen. Und diese Glocke soll nach Informationen starke Lichtemissionen erzeugt haben. Und Walter Schauberger sagt jetzt, dass er bei seinen Experimenten auch Licht erzeugt hat. So, und das spricht wiederum dafür, also Viktor Schauberger war selber an der Glocke nicht beteiligt.
Das hat er auch selber immer gesagt. Seine Nachfahren haben das gesagt. Und natürlich gibt's da auch nichts drüber, dass er da nur annähernd in diese Richtung ging, also mit der Glocke irgendwas zu tun hatte. Aber die Glocke, da steckt alles drin. Alles, was man an Forschung hatte, ist in die Glocke damals mit eingeflossen. Und komischerweise ist die erste Parallele da. Die Glocke erzeugt starke Lichtemissionen und Walter Schauberger sagt, bei meinen Experimenten habe ich starke Lichtemissionen erzeugt. Ist auch schon sehr bezeichnend. Sollte einen deutlichen Anhaltspunkt auf die Technologie der Glocke geben. Also im Grunde genommen A und O von sämtlichen Überlegungen Viktor Schaubergers war an sich Wasser der größte Energieträger, hat auch seine Art, ja. Wasser ist der größte Energieträger und wenn wir vielleicht morgen oder übermorgen den Hintergrund wissen, was ist Wasser, ja, dann sagt er, dann haben wir eigentlich das ganze universelle Programm im Kopf. Und da gab es also die verschiedensten Versuchsreihen, die Viktor Schauberger im Toten Gebirge gemacht hat, beim Fürst-Schambach-Lippe. Kam zu einen tollen Ergebnissen, ja. War dann plötzlich in der Meinung, also er hätte also einen glänzenden Lehrer gehabt in der Unterrealschule in Linz. Und dort hätte er irgendwie die Information damals von dem bekommen, indirekt, ja, von den Schülern, der Lehrer und den Schülern. Ja. Und dann sagte er plötzlich im Moment, Wasser ist etwas ganz was anderes, als wir bisher konventionell geglaubt haben. Wie ist die Geburt des Wassers? Wasser ist was ganz anderes, als wir bis heute geglaubt haben. So, und sind wir da jetzt tatsächlich wieder bei diesen freien Energien, dass in dem Wasser und in dem, weil er sagte ja auch, dann haben wir quasi das Universelle gelöst oder im Kopf. Wissen wir tatsächlich noch gar nicht alles über Wasser und über die Sachen und Gesetze, die im Universum bestehen? Ist unsere Physik oder baut unsere Physik auf falsche Tatsachen auf? Das ist hier halt die Frage, weil es gibt ja so viele andere auch, Nikolai Tesla beispielsweise, freie Energien etc. Wurde er damals auch unterdrückt, weil man gemerkt hat, Moment mal, mit diesem Energieträger, den Nikolai Tesla da erforscht, wenn das die Runde macht und das öffentlich wird, ja, dann können wir als Industrie nichts mehr verdienen. Also gerade eher im Bereich der Energieerzeugung, ne? Damals Kohle und fossile Energien, ne? Fossile Energieträger besser gesagt, wie Erdöl beispielsweise und sowas halt alles. Ne? Ist schon sehr, sehr interessant, was er da wirklich zu sagen hat und wie er das erzählt. Also für mich wirkt das sehr, sehr authentisch und gar nicht irgendwie, dass er da versucht, irgendwie rumzuflunkern. Ein toller Gedanke an sich. Es gibt zwei polare Hintergründe. Wenn ich Wasser nehme und sage, besteht aus, sagt er, das eine ist Wasserstoff, ist also ein Gas. Sagt er, und jetzt nehme ich den Sauerstoff. H2O heißt das Thema. Ja. Hat er ja, dann glaube ich, bin ich um einen Schritt weitergekommen. Ja. Denn Wasserstoff hat eine positive Ladung und ist ein Gas. Sauerstoff hat eine negative Ladung. Wenn die sich praktisch verbinden, ja, das heißt, ähnlich wie wenn ein männliches System mit einem weiblichen System, ja, in Kontakt kommt. Wenn der positive Partner mit dem negativen Partner, ja, geschwängert werden, verbunden werden, ja, dann kommt das Wunder und es wird Wasser und die nächsten Schritte und deren Vermehrung. Und der Vater wurde dann 38 eingesperrt, das heißt geholt. Er war angeschrieben, ja, er wäre der größte Gegner gegenüber der konventionellen Technik, ja. Und das muss unter allen Umständen unterbunden werden. Also er wäre der Gegner der konventionellen Technik und das müsste unterbunden werden. Warum war das denn jetzt so? Hat er da auch, also ähnlich wieder in Verbindung zu Nikolai Tesla, hat er irgendwas wirklich herausgefunden, was quasi hätte die Industrie entmachtet? Konnte man durch seine Technologie, weil sie einfach in Unmengen vorhanden ist, gar kein Geld mehr verdienen? Oder was war der Hintergrund dazu? Na, also es ist schon wirklich interessant, dass man ihn 1938 dann nochmal so angezählt hat. Ne? Also es ist, wie das jetzt gemeint ist, würde mich mal interessieren, weil das bietet natürlich jetzt viel Spielraum für Spekulationen. Ne? Jetzt weiß man nicht, wie das tatsächlich gemeint wurde. Nach Amerika geholt. Wann und zu was? Also wie Viktor Schauberger und ich nach Manhattan gebracht worden sind, ja, das war also 58. Also 1958 wurde er und sein Vater nach Amerika
gebracht, eingeladen, wie auch immer. Und das ist ja auch das, was neulich erst gesagt wurde, dass die Amerikaner halt alles erstmal an Akten mitgenommen haben. Sie konnten das, also die Wissenschaftler konnten das auch gar nicht verstehen und dass das seine Zeit gedauert hat. So, und wenn das jetzt tatsächlich erst über 10 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, dass man auf diese Unterlagen gestoßen ist, dann wundert das auch nicht, dass man sagte, so, und jetzt müssen wir uns die Köpfe dahinter tatsächlich auch mal holen, dass wir diese Forschung bei uns auch haben und verstehen, dass wir die weiterentwickeln können und natürlich nutzen können. Es ergibt schon Sinn. Also, sie waren beide in den USA. Mal hören, was sie da gemacht haben. 1958, ja. Prototypchen und so weiter war, ja, haben die 3 Monate Zeit gehabt, ja, nicht nur vielleicht in Österreich, sondern auch in Deutschland rumzuschauen, ja, was hat der Viktor Schauberger vielleicht, oder ist das ein Zusammenhang mit Viktor Schauberger? Und dann wurde auf dem Seeweg das schon vorausgeschickt. Wir waren ja 3 Monate hier gewesen, ja. Also die haben alles, was noch im Land war und mit Viktor Schauberger zu tun hatte, schon auf dem Seeweg in die Staaten verschifft. Ja, das ist auch bezeichnend. Also dementsprechend groß war das Interesse daran. Ja, und in diesen 3 Monaten wurde das Material gesammelt und war plötzlich in Texas, war da. Und da war ein Gerät, also die sogenannte Implosionsmaschinchen, ja, ja, und die wurde dann also praktisch, die war vergossen mit allen drum und dran, das war sein Herzstück. Also das Implosionsmaschinchen. Implosion statt Explosion. Also es war fertig, das hat existiert und das hat auch seinen Weg in die USA gefunden. Es wurde dann aufgemacht, ja, aufgesprengt. Sie wollten wissen, was ist da drinnen los? Ja, und da war mein Vater völlig am Boden zerstört, weil ich sagte einfach, das ist das Teuerste, was er irgendwie sich hat leisten können. Er hat er teilweise selber finanzieren müssen. Ja, ja, und dann habe ich gesagt, so, und jetzt habt ihr das Herzstück total zertrümmert. Eine Frage war, was war der Forschungsauftrag in Amerika? Was war der Forschungsauftrag von Ihnen und Herrn Verfahrung? Also das ist interessant, genau. Was hatten die beiden tatsächlich für einen Auftrag von den US-Amerikanern? Von mir, ja, beide, ja. Ja. Und das heißt, das hat ein Slogan gesetzt, das heißt Unternehmen Implosion. Das war der Auftrag. Wir brauchen einen anderen... Unternehmung Implosion, das war der Auftrag. Also sehr, sehr interessant. Energieträgern, ja. Wir haben einmal große Schwierigkeiten bekommen und Ärger bekommen, weil die Wasserstoffbombe funktioniert hat bei uns. Und dann kam etwas reichlich später, ja, die Russen haben auch das Konzept der Wasserstoffbombe gehabt. Sagt er, gut, das haben wir einmal Schwierigkeiten gehabt. Es gab einen Herrn Fuchs, ja, der teilweise in der Mannschaft gearbeitet hat, teilweise in England. Da gab es also den Herrn Fuchs, ja, und hat also einen Teil des Rezeptes über Ostdeutschland nach Russland geschickt oder geben lassen. Er hat einen Teil des Rezeptes. Also das ist auch interessant, dass er jetzt nicht von Forschung oder irgendwas spricht, sondern von Rezept. War das jetzt nur ein Ausrutscher? Hat er sich versprochen oder weiß er da tatsächlich mehr? Also steckt hinter dieser Forschung wesentlich mehr und deswegen reden wir da von einem Rezept. Ist schon spannend. Und diese Frage, ob man die sich jetzt nochmal, also ob die nochmal geklärt werden kann im Nachhinein, ja, das bleibt natürlich aber auch, kann sich jeder selber denken, ne? Ob wir an die Informationen jemals nochmal rankommen, ist fraglich. Also dieser Herr Fuchs ist tatsächlich Klaus Emil Julius Fuchs, ist 1911 in Ost-Berlin geboren worden, war ein deutsch-britischer Kernphysiker und ein sowjetischer Spion. Das wusste man dann wohl nicht. Also den Weg zur Kernphysik fand er in den Jahren von 1937 bis 1941. Also 1940 wurde er von den Briten als feindlicher Ausländer in einem kanadischen Gefangenenlager interniert. Seine kernphysikalischen Arbeiten setzte er von Mai 1941 bis 1943 im Rahmen des militärisch-britischen Atomprogramms Tube Alloys an der Universität Birmingham fort. Also auch eine interessante Person und wie gesagt ein sowjetischer Spion, der dann schön in Amerika Sachen abgegriffen hat und das direkt an den neuen Feind weiterlieferte. Und das war der Zusammenbruch, sagt er, jetzt sind wir mehr oder weniger, aber wir glauben, dass wir mit einem anderen Energieträger auf der Basis von Viktor Schauberger können wir also Energie einspeichern in jeder Menge, ja, aber das... Also auf der Basis von Viktor Schauberger können wir Energie einspeichern in jeder Menge. Das haben die Amerikaner gesagt. Und sie suchten deswegen eine Alternative, weil das Wasserstoffrezept
für die Bombe etc. schon an die Sowjets, also an den Gegner, da war ja schon der Kalte Krieg quasi dran, gegangen ist. Und jetzt suchten die Amerikaner eine Alternative, nämlich dazu. Und da kam man auf Viktor Schauberger. Also das ist ultra interessant, was er dazu sagen hat. Es darf nur mehr von den Amerikanern in den Griff genommen werden. Daher bleibt in der nächsten Zeit schön brav in Amerika. Und dass der Viktor Schauberger dann den Stimmen gebildet hat, das war seine Chance. Ne, das ist sehr schön. Viktor Schauberger, du bleibst hier. Dann hat der Vater gesagt, nein. Da habe ich gesagt, gut, dann musst du aber vorher etwas unterschreiben. Dann darfst du nach Hause. Na gut, und das ist dann gelaufen. Und mein Vater hat dann irgendwie in Deutsch mündlich übersetzt bekommen, was da drinnen stand. Und das heißt, wenn er nach Europa zurückgebracht wird, dürfe er bis zum Lebensende über solche Dinge nie mehr reden. Also, sein Aufenthalt in den USA und an was er forschte, man wollte ihn eigentlich nicht mehr zurücklassen, er wollte aber wieder zurück nach Europa. Und damit das nicht in Europa kundgetan wird, damit er da nie rüber redet, hat er quasi eine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben. Die Amerikaner wollten nicht, dass das, was er in den USA gemacht hat, irgendwie an die Öffentlichkeit gelangt. So, und offensichtlich hat das ja auch ganz gut funktioniert, weil bis heute ist ja nur wenig über ihn bekannt. Das heißt, er war sich seinem Eid, den er da geleistet hat, Eid oder die Verschwiegenheit, die er da tatsächlich unterschrieben hat, ja auch treu gewesen. Also er hatte auch nicht mehr viel Zeit, um darüber zu reden tatsächlich, weil er auch schon im Jahre 1958 tatsächlich verstorben ist. Aber alleine die Tatsache, dass die Amis gesagt haben, pass mal auf, da darfst du nicht drüber reden. Und du darfst auch nur zurück nach Europa, wenn du das hier unterschreibst. Und das ist ja schon bezeichnend genug, dass an seiner Wissenschaft, an seiner Technik und Forschung mehr dran ist, als man heute zugeben möchte. Aus. Und nach 3,5 Tagen hat er gesagt, einfach, es hat für mich keinen Sinn mehr. Ob das jetzt irgendwie schon das Alter war oder ob, kann ich nicht sagen. Er war einige Wochen in einer Superklinik vorher gewesen in Texas, ja, wurde gut behandelt, ja, und so weiter. Ob dort was war, ich kann es nicht beurteilen und so weiter, ob das Drogen waren oder so. Ich weiß es nicht, ich kann nichts dazu sagen. Ich durfte meinen Vater, während er in der Klinik war, nicht besuchen. Also er hatte gesundheitliche Probleme in den USA bekommen, wurde dann daraufhin behandelt. Warum hat er die jetzt bekommen? Also da gibt es wilde Spekulationen drüber tatsächlich, dass die Amerikaner gesagt haben, pass mal auf, wenn den lassen wir nicht mehr gehen und wenn der doch gehen will, ja, dass man ihm quasi irgendwie krank gemacht hat. Ne? Aber das ist reine Spekulation, da gibt es nichts wirklich jetzt an Indizien, was dafür oder was dagegen spricht. Ne? Fakt ist, er war nur in einer Klinik und sein Sohn durfte ihn nicht besuchen. Ja? Und nach 2 Wochen kam er fröhlich nach Hause, wieder ins Quartier, ja, und sagte, ich fühle mich gut. Also aus irgendwelchen Gründen ist er dann wieder gesund gewesen und hat sich gut gefühlt. Ne? Also offensichtlich haben die Amis ihm dann doch gut weitergeholfen in dieser Klinik. Waren in New Mexico noch andere deutsche Wissenschaftler? Ich hatte nur einen Kontakt bekommen, also zu einem gewissen Mr. Donner, ja, das war der oberste Boss mit Namen Donner, ob der wirklich Donner ist, keine Ahnung, ja. Ja, das war so eine Situation, und da waren wir also, und ich bin also nur ein einziges Mal mit denen in Berührung gekommen, da gab es damals das sogenannte rote Telefon, ja. Das haben Sie mal gehört, ja. Das also die Vereinbarung war, dass zwischen Amerika und zwischen dem russischen Chef, ja, also ein Telefon jederzeit sprechbar ist, ja. Und während ich damals also unterwegs war, wurde ich eines Nachmittags eingeladen, ob ich nicht interessiert wäre, in dieser großen Zentrale mir einige Sachen anzuschauen, ja. Und da habe ich gesagt, nein, Dankeschön, das tue ich nicht. Ich kann also unter keinen Umständen, ja, Sie möchten mir jetzt sehr vieles zeigen. Und nur habe ich damals also die Sorge gehabt, wenn ich da gesagt hätte, ja, ich schaue mir das an, also dann sehen Sie auch das rote Telefon, alles da, ja, und so weiter. Und dann habe ich mir dann gesagt, in dem Moment bin ich dann Geheimträger, ja, und dann ist für mich nicht gut. Also auch da war man noch gegenüber der amerikanischen Seite sehr misstrauisch. Man wollte gar nicht so viel wissen, um sich nicht im Anschluss irgendwie angreifbar zu machen. Also es ist auch interessant. Da habe ich gesagt, Dankeschön, ich werde also dieser Einladung nicht folgen. Ne? Aber
was soll's. Was hat dieser Professor gebaut? Wie heißt er? Das ist der Professor Georgi. Professor Georgi, und das war also der Forschungschef der gesamten Luftfahrt, ja, war er der sogenannte große oberste Chef, ja, Professor Georgi. Ja. Mit ihm waren wir 2-3 Monate eingesperrt, das heißt im Käfig. Ja. Er ging dann später nach Argentinien ab. Ja. Wie er dann entlassen worden ist oder befreit wurde, wie er sich wieder bewegen konnte. Die nächste Station war dann nach Argentinien. Hat Professor Georgi im Dritten Reich mit Dimensionskanälen experimentiert? Dann könnte man sagen, dass er mit großen Schrecken festgelegt hat, dass wir, also praktisch vorhin schon mal angesprochen, das Dezimeterprogramm, das Langwellenprogramm. Ja, warum? Weil Göring sagte, ich brauche die große Übersicht haben. Ja. Also hier bezeichnend ist, dass die haben zusammen mit diesem Professor Georgi im Käfig gesessen. Das heißt, die waren nach dem Krieg erstmal in Kriegsgefangenschaft. So, und dass dieser Professor direkt nach der Kriegsgefangenschaft nach Argentinien gegangen ist. Da, wo ja ziemlich viele Nationalsozialisten hin sind und wo es ja auch eine starke Absetzbewegung hingegeben hat. Ne? Jetzt halt nur die Frage, ist er in Argentinien geblieben? Was hat er mit Neuschwabenland zu tun? Ist er da auch hin? Hat er mit denen auch in Kontakt gestanden? Man weiß es nicht. Ist auf jeden Fall spannend, dass sie alle irgendwie zusammen in Kriegsgefangenschaft waren nach dem Krieg. Und dann kam also praktisch die Situation mit einem Gerät, das Rotterdam-Gerät, das gefunden worden ist von uns, also geschnappt worden ist, ja, und haben die plötzlich eine völlig andere Dimension eingespielt. Und damit kam dann die Punkt, Also zum Verständnis, das Rotterdam-Gerät war von den Briten eingesetzt, das war ein Radargerät. Dass man da mal jetzt was so hat, was so ein Rotterdam-Gerät ist. Und er hat da irgendwie, dieser Professor Georgi, hat da wieder ein bisschen was anderes zu rausgefunden. Die Bombierung, das Bombardieren von Körpern, also von Werken, ja, die direkt zielgerichtet kamen. Ja. Und das war also auch wieder, heute wird man sagen, vielleicht dimensionslos. Nein, die Dimension kam von der langwelligen Seite, von der weit überschauenden, ja, von außen nach innen. Das heißt also immer wiederum, die Zentimeterwelle ist ja viel kleiner und die Information enorm größer. Ja? Weil immer Lambda mal Nö ist immer eine Konstante. Ja? Das ist ein altes Spiel schon, das wissen wir aus der Physik. Ja? Also hat er ohne Zweifel, wir wussten ganz genau, das war Telefunken, das war Siemens und so weiter. Und auf einmal kam dieses Rotterdam-Gerät. Und dann haben wir gesagt, so eigentlich haben wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr die Möglichkeit, das umzustrukturieren. Ja? Wir können nicht umsteigen von der Dezimeterwelle auf die Zentimeterwelle, weil das eine völlig andere Technologie ist. Ja? Ja, und damit haben wir damals, also ich mit dem Professor Georgi, nachdem wir gemeinsam im Haus der Flieger gewohnt haben täglich auch einen getrunken, das waren fröhliche Zeiten damals noch. Ja? Ja, und da hat er gesagt, sehr schön, du pass auf, Schauberger, ich glaube, der Krieg ist jetzt bald beendet. Sie haben von irgendwelchen Streamern gesprochen. Was ist das? Ja, das sind Dinge, wir wussten ganz genau, wenn bei uns von mir aus ein Langstreckenflugzeug, ja, nach oben im Kanal ist. Ja, und wir wussten, oder dieser Professor Georgi, ja, wusste ganz genau, in welcher Höhe dann diese enorme Schrittgeschwindigkeit ist. Ja, die viel schneller ist, das Dreifache bringt. Ja. Und er wusste ganz genau, in diesem Bereich gibt es solche Zonen. Mehr kann ich gar nicht sagen. Mehr kann ich auch nicht sagen. Das heißt, dieser Professor Georgi hat da auch ein bisschen was mehr rausgefunden und wusste offensichtlich mehr als die anderen Länder, als die andere Forschung. Da müsste man mal im Anschluss gucken, was sich darüber tatsächlich noch recherchieren lässt, weil das klingt auch wieder nach einem sehr spannenden Thema. Wann wurde Viktor Schauberger beauftragt, eine Levitationsmaschine zu bauen? Er bekam gar keinen Auftrag, den Auftrag hat er sich selbst gegeben. Das hat er in Wien bei einer Maschinenfirma begonnen und dort wurde dann der erste Prototyp gebaut. Ja? Und zwar das also Wasser mit einem einrollenden Spiel, ja, gab es plötzlich Phänomene, die also plötzlich zu einer derartigen Energieäußerung gebracht haben. Also den Auftrag hat er sich selber gegeben, klar. Man wusste wohl damals davon, jetzt
an den entsprechenden Stellen noch nicht so viel. Er hat das erforscht, er hat es nach vorne gebracht und so. Und dieser Energieausstoß soll damals laut dem Sohn von Viktor Schauberger in Wien tatsächlich da gewesen sein. Hat manchmal funktioniert, manchmal nicht, ja. Aber das ist ja verständlich, es war ja ein mechanisches Prinzip, ja. Und er sagte immer, ja, im Grunde genommen, ich bin gezwungen, mit den verschiedensten Ingenieuren solche Dinge durchzuführen, ja. Und manchmal war es also praktisch in Resonanz und manchmal nicht, ja. Also es war jedenfalls so, da gab es also die Situation in Wien, also in Schönbrunn. Und dort war dann ein Versuch, der also wirklich schlagartig etwas zeigte. Das war also ein Luftwirbel, der also praktisch mit dieser sogenannten hyperbolischen Form da war. Diese Trichte, wo er sagte, ja. Und da war zum ersten Mal, dass also ein schwerer Gegenstand nach oben gejagt worden ist. Und das sagte ja dann auch der Chef dieser Firma, dass er zwar alles bezahlt hätte, aber seine Firma ruinieren würde, weil das Fluggerät oder diese Maschine, dieser Antrieb unter die Werkshalle schoss. Also auch sein Sohn hat jetzt darüber gesprochen. Das ist schon interessant. Offensichtlich hängt da mehr dran, als man heute tatsächlich zugeben möchte. Bis zur Decke. Und da gab es also plötzlich eine Situation, dass also ein Körper, der also praktisch schwer sein sollte, ja, damit er in die Luft geht, ja, und da war es ihm so, dass in dieser Halle ging eben ein schwerer Gegenstand praktisch nach oben, also levitierte er, ja, bis zur Decke, und dann brach er zusammen, ja. Aber das sind alles solche Randgeschichten, ja. Es war ja alles schon mehr oder weniger Kriegsereignisse mit all den Schwierigkeiten und mit diesen Nervositäten und so weiter, ja. Aber jedenfalls, die Versuchsreihen haben teilweise Effekte gebracht, wo dann später die Himmelei gesagt haben, sehr schön, vielleicht gibt es die letzte Chance, dass wir noch den Krieg gewinnen. Vielleicht mit der Methode Viktor Schauberger. Also vielleicht gibt es wirklich noch die Chance, dass wir den Krieg gewinnen mit der Methode von Viktor Schauberger. So, und wenn wir jetzt davon ausgehen, wie gesagt, das war geheim und keiner weiß, wie viele Patente Viktor Schauberger wirklich angemeldet hat, was da drunter war, und das hat wirklich so funktioniert und man hat das bis zur Serienreife gebracht, dann kommt man annähernd an das, was heute als Mythos bezeichnet wird, nämlich irgendwelche Flugscheiben oder irgendwelche alternativen Antriebe. Über die Pythagoras-Lehre der alten Loge der Templer in Verbindung stand. Kann ich keine völlig klare Antwort geben, dass er mit diesen Bereichen in Berührung war und dass er diese Dinge vom großen Bereich, manche Dinge vielleicht besser wusste wie andere, das kann sein, ja, aber konkret zu sagen, ja, er war also ein begeisterter Anhänger von Kepler, das schon auf jeden Fall, ja, und mit dem ganzen Hintergrund, ne, aber das sind Dinge, die... Ich wollte eigentlich darauf hinaus, welche Schriften hat Ihr Vater studiert, dass er auf die Harmonielehre wieder zurückkam? Ja, ich glaube, dass er in diesem Bereich, er hat also reichlich Material durchgearbeitet. Es gab also kein, glaube ich, damaliges naturwissenschaftliches Werk, das er nicht selber x-mal durchgearbeitet hat. Er war also absolut kein Laie, ja, sondern es hat eben eine völlig andere Grundeinstellung zu den Dingen gehabt. Ja. Aber ohne Zweifel, sagte er, was ist Naturwissenschaft, hat er gesagt, ja, das Wissen der Natur. Ja. Und das ist mein Hintergrund. Ja. Und ich muss schauen, wie die Natur mit all ihren großartigen Dingen, ja, es in diese Richtung gebracht hat. Ja. Und das ist ja verständlich, ein tiefer Glaube, ja, dass die Natur tatsächlich, ja, die Realisierung des Allereinfachsten sein muss, mit all den Hintergründen, zurückschauen bis zu Pythagoras, zurück zu dem Papillioner und dergleichen mehr. Er sagte, ich lese x-mal im Nachvollzug, zum Beispiel überlege ich mir x-mal in der sogenannten großen Bibel der Natur, ja, Dinge nachzuhören, was schon da war. Ich kann nur eins tun, dass ich die Natur und deren Geschichte, ja, glaube ich, besser überschauen kann wie andere. War Viktor Schauberger medial veranlagt? Ich
hoffe ja. Also war er medial veranlagt und er sagt, ich hoffe ja. Also offensichtlich hat ja hier in dem Interview ein Schnitt stattgefunden. Ob das jetzt wirklich seine Antwort darauf war, weiß man nicht. Aber auch da ist wieder dieses Mediale vorhanden. Ich hoffe ja, denn wenn ich mit ihm ja habe manchmal lange und breit reden können, ja, dann sagt er einfach, für mich ist es ein völlig offenes Buch. Das Buch der Natur ist für mich offen. Und sagt er, und ich mache jedes, wenn ich Zeit habe, ja, blättere ich im Buch der Natur zurück, ja, und sagt er, und einmal waren wir in Nürnberg, ja, und da war ich im Labor tätig und so weiter und haben halt gemeinsam gegessen. Und dann sagt er, ich werde sich jetzt mal für eine halbe Stunde werde sich hinlegen. Sag ich, na Vater, jetzt bist du langsam alt, ha? Was ist da los? Ja? Aber da redet jetzt ein Blödsinn, ja? Ich habe heute gerade das Kapitel, einen Bruchteil von den Dingen nachzulesen, was damals in Ägypten passiert ist. Was damals in Ägypten passiert ist. Also das ist auch interessant, weil jetzt haben wir das erste Mal die Verbindung zu den alten Ägyptern. Ja, da war ich blöd geschaut, sag ich, was soll das? Sagt er, das kannst du nicht. Ja? Ich kann nicht nur vorausschauen, sondern ich kann auch wieder rückblenden. Und ich lese von Tag zu Tag, wenn ich Zeit habe am Abend, ja, nehme ich aus dem Buch der Natur ein Kapitel raus und das lese ich noch einmal durch. Also das ist schon interessant. Gerade das Kapitel der alten Ägypter, da haben wir eine direkte Verbindung nach Coral Castle, also Lezkalin. Das war der Erschaffer oder Erbauer und der sagt auch, ich habe das Geheimnis der alten Ägypter gelöst. Und der hat ja auch diese tonnenschweren, das war ja Muschelkalkgestein, also Monolithen hat er da draus gebaut und die hat er bewegt. Und ähnlich wie Viktor Schauberger, der hat seine ganzen Beobachtungen eigentlich fast nur ausschließlich in der Nacht gemacht und besonders in Vollmondnächten. Und Lezkalin hat auch immer nur in der Nacht gearbeitet und hat über Nacht, also unter Ausschluss der Öffentlichkeit, dann da diese tonnenschweren Felsen bewegen können. Hatte Viktor Schauberger tatsächlich auch Zugriff auf dieses Wissen, was damals Lezkalin auch gefunden haben will? Konnte er deswegen mit der Levitation bzw. mit der Antigravitation arbeiten? Es ist schon interessant, wie viele Parallelen, wenn man jetzt überall mal hinguckt, wie viele Parallelen da tatsächlich auftauchen.